Spannender wird der Prozess ja, auch wenn es schwierig ist, Immobilien jetzt im Ausland direkt zu finanzieren, ne? Also, es wird schwierig für 'n Deutschen halt 'ne Immobilie, mit der Sicherheit der ausländischen Immobilie zu finanzieren. Was aber durchaus möglich ist, dass wenn ich zum Beispiel 'ne deutsche Immobilie habe, diese beleihe, mir darauf halt 'n Darlehen hole, und mit dem Kaufpreis dann tatsächlich die Immobilie in Sansibar bezahle, dann ist auch 'ne unmittelbare Verknüpfung gegeben zwischen der Kreditaufnahme und der Bezahlung des Objektes in Sansibar. Dann dürfte ich auch die Schuldzinsen geltend machen. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, also wir freuen uns ja heute, den Ronny Walch auf unserem Kanal zu begrüßen. Ronny und ich, wir waren ja zusammen in Fumba Town, Tansania. Und da haben wir stundenlange Gespräche gehabt mit vielen unserer Mandanten. Einige davon sind ja auch deine Mandanten oder viele von den Zuschauern, Zuhörern werden sie jetzt vielleicht, die jetzt hier gerade das Video sich anschauen. Und es geht immer wieder um die Frage, wie läuft es mit den Mieteinnahmen? Wenn ich also, egal ob in Sansibar, Dubai, Georgien, Serbien, Mieteinnahmen erziele, da bezahle ich ja 10% in Tansania, aber was passiert in Deutschland? Und wir freuen uns riesig, Ronny, dass du da unseren Mandanten in Deutschland eben noch ein bisschen beistehen kannst und Licht ins Dunkle bringst. Was passiert und wie kann man das optimieren mit der steuerlichen Gestaltung von Mieteinnahmen? Bevor wir jetzt ins Detail gehen, lieber Ronny, stell dich doch selber mal unseren Zuschauern und Zuhörern kurz vor. Ja, sehr, sehr gern, Daniel. Ja, Ronny Walch, bin, Steuerberater und Geschäftsführer der TaxVantage Steuerberatungsgesellschaft in Magdeburg. Wir sind 'nen Team von, ja, circa 25 Mitarbeitern, betreuen Mandanten in den klassischen Bereichen und haben daran angegliedert auch noch die TaxVantage Consulting. Ist 'n Teil, wo wir uns in die Spezialberatung begeben. Also, typischerweise Unternehmensstrukturen, Holding aufbauen, bis hin zur Liechtensteiner Stiftung. Aber, na ja, weißt du selbst, wenn man über das Thema Vermögen, Vermögensschutz redet, auch immer das Thema Immobilien, ne? Und da auch immer häufiger das Thema Auslandsimmobilien. Wie strukturiert man das? Ne, wie plant man's vielleicht auch, um die Erbschaftssteuer zu umgehen? Das sind so die Themen, die wir machen. Und was vielleicht so 'n bisschen die Besonderheit ist, all das, was ich erzähle, erzähle ich nicht nur, sondern ich lebe es auch. Also, ich habe selbst 'ne Liechtensteiner Familienstiftung. Wir haben selbst, Immobilien im Inland, ne? Ist ja auch kein Geheimnis, sind grad im Austausch, auch Teil der Fumba-Familie zu werden. Und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet, dass wir's nicht nur aus Büchern haben, sondern dass wir das, was wir den Mandanten raten und auch beraten, auch selbst leben. Klasse. Also, dann lass uns jetzt mal einsteigen ins Thema. Gern. So, also, es ist immer wieder die Nachfrage von unseren Mandanten, weil, wie ich schon gesagt habe, also einige der Mandanten sagen: „Ich will da komplett nach Fumba Town umziehen." Generell lassen wir jetzt mal Fumba Town zur Seite. Generell gibt's ja Mandanten, die sagen: „Ich kaufe im Ausland Immobilien als Plan-B-Immobilie." Das könnte ja genauso in Dubai sein. Das kann also wo auch immer in der Welt sein, in anderen Ländern. Georgien waren wir jetzt letzte Woche wieder mit 8 Mandanten. Also, ich kaufe 'ne Immobilie im Ausland, will dort aber nicht 12 Monate pro Jahr wohnen. Ist meine Plan-B-Immobilie, die ich mehrere Monate vermieten will. Und jetzt geht's ja um die Mieteinkünfte. Und die Frage ist, was passiert mit den Mieteinkünften? Nehmen wir mal wieder den klassischen Fall in Sansibar. In Sansibar zum Beispiel, in Tansania, bezahle ich 10% auf meine Mieteinkünfte in Tansania. So, was passiert jetzt? Das ist immer die Frage mit den Mieteinkünften in Deutschland. Und viele unserer Mandanten haben da so abenteuerliche YouTube-Videos gesehen. Na ja, die sagen dann: „Na ja, man könnte ja so 'ne US-LLC gründen und dann kauft einfach die US-LLC dann die Immobilie und dann bekommt das niemand mit." Es ist ja aus unserer Sicht der falsche Ansatz und du wirst es wahrscheinlich auch gleich bestätigen, aus deiner Sicht der falsche Ansatz, den wir nie empfehlen würden. Aber was können wir ansonsten empfehlen? Darum geht's jetzt in dem Video. Genau. Also, vielleicht ordnen wir's zu Beginn mal so 'n Stück ein. Grundsätzlich ist ja so, wenn du eine natürliche Person hast, die in Deutschland Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, dann ist die ja unbeschränkt steuerpflichtig. Das heißt, grundsätzlich mit ihren weltweiten Einkünften. Dazu würden auch Mieteinkünfte in, nehmen wir mal als Beispiel, Tansania gehören. Und das würde ja im Grundsatz immer dazu führen, dass wir 'ne Doppelbesteuerung haben, ne? Weil du hast ja grade gesagt, Tansania hat 10% 'ne Besteuerung, Deutschland würde auch besteuern. Und dann gibt es Rangvorschriften beziehungsweise Vermeidungsvorschriften. Das erste, was man da typischerweise prüft, ist immer das Doppelbesteuerungsabkommen, ne? Das haben wir hier leider nicht vorliegen mit Tansania, ne, weil übers Doppelbesteuerungsabkommen würde quasi dem jeweiligen Land
das ist typischerweise immer das Land, wo die Immobilie belegen ist, das Besteuerungsrecht zugeordnet werden, also in dem Fall Tansania. Und dann gibt es immer in Deutschland die Möglichkeit, entweder wird die ausländische Steuer angerechnet, das sogenannte Anrechnungsverfahren, oder es unterliegt halt noch dem Progressionsvorbehalt, ne? Das heißt, die übrigen deutschen Einkünfte werden etwas höher besteuert. Haben wir das nicht, dann greifen die sogenannten unilateralen Vorschriften, ne? Das ist der 34c typischerweise im Einkommensteuergesetz. Und da gibt es halt die Anrechnung der ausländischen Steuer. So, das ist erstmal so, um es mal generell grundsätzlich einzuordnen. Dann ist es ja so, naja, wenn alle Einkünfte in Deutschland steuerpflichtig sind, dann ist es ja so, dass wir sagen müssen, es gilt grundsätzlich als deutsches Gesetz. Und damit müssen wir die Einkünfte, die derjenige erzielt, ja, in eine der 7 Einkunftsarten zuordnen. Das ist typischerweise die Vermietung, Verpachtung. Und da gibt es einen ganz interessanten Aspekt, den wir sehr, sehr häufig im deutschen Umfeld haben, den man meines Erachtens aber genauso auch auf die Immobilie in Tansania erziehen kann, nämlich das ist das Konstrukt der Liebhaberei. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass grundsätzlich, damit in Deutschland eine Einkunftsart erzielt wird, eine sogenannte Gewinnerzielungsabsicht vorliegen muss. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Warum? Wenn ich die Immobilie einen Großteil des Jahres selbst nutze und damit nur geringe Mieteinnahmen habe, dann kann es mitunter sein, dass wenn ich mir das Verhältnis mal anschaue, generiere ich an Einnahmen, was habe ich an Aufwendungen dazu? Und dazu würden ja beispielsweise auch gehören, naja, ich muss mindestens einmal im Jahr oder im Halbjahr mal rüberfliegen, mir den Zustand der Immobilie angucken. Ne, ich muss Reparaturen veranlassen. Wir wissen leider auch, dass wenn man Immobilien vermietet, gerade in der kurzfristigen Vermietung, dann geht mal was kaputt. Da muss was repariert werden. Auch im Bau gibt es immer mal wieder gewisse Punkte, die man sich anschauen muss und vielleicht auch gerade während der Bauphase muss ich ab und zu mal rüber und das Ganze begutachten. Das heißt, es kann schon sein, dass in der Anlaufphase sehr, sehr hohe Verluste auflaufen, die ich über einen gewissen Zeitraum nicht kompensiert bekomme, ne? Und dann ist es immer so, dass das deutsche Finanzamt sagt: „Na ja, wenn ich keinen Totalüberschussprognose abgeben kann, sprich, dass ich wirklich diese Gewinnerzielungsabsicht habe, dann ist es so, dass diese Einkünfte gar nicht in Deutschland steuerbar sind." Das gilt sowohl für die deutsche als auch natürlich für die ausländische Immobilie. Und das war ja so der Anknüpfungspunkt, wo ich gesagt habe: „Daniel, na ja, wenn du jetzt jemanden hast, der die Immobilie 'n Großteil des Jahres selber nutzt, natürlich auch in den schönsten Zeiten. Also, typischerweise über den Winter, wenn es in Deutschland kalt ist, ne, überwintert in Sansibar und vermietet das Objekt nur ein paar Tage im Jahr wirklich in der Vermietung, dann sollte man mal schauen, ob nicht durch diese Totalüberschussprognose 'ne Liebhaberei vorliegt und ob ich's gegenüber dem deutschen Finanzamt gar nicht erklären muss. Das ist die Rechtsfolge, nämlich, dass ich die Einkünfte, die ich erziele, gegenüber dem Finanzamt überhaupt nicht erklären muss. Sie sind nicht meldepflichtig, weil ich eben in keiner der 7 eingehe. Noch mal langsam zurückgesch für diejenigen, denen das jetzt vielleicht auch 'n bisschen zu viel steuerberaterlicher Fachchinesisch, Anteil war. Aber erst vielen Dank, super erklärt. Jemand kauft jetzt eine Immobilie, Dubai, Sansibar, Georgien, wo ich habe jetzt diese Immobilie. Ab wann löst es jetzt sagen wir 'n steuerlichen Tatbestand aus durch meine Einkünfte? Im Prinzip, wenn ich beginne, das zu vermieten, diese Immobilie. Das ist Richtig? so Ja. eine der typischen Steuerberaterantworten: „Das kommt drauf an." Auch wenn ich die Antwort immer nicht mag. Aber lass uns das mal an 'nem Beispiel machen. Nehmen wir mal an, wir haben 120 Tage im Jahre tatsächlich Vermietungsmöglichkeit. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da ist die BFH-Rechtsprechung Gott sei Dank relativ eindeutig. Das heißt, die Zeit, wo die Immobilie tatsächlich zur Vermietung bereitsteht, das kann ich ja typischerweise über so 'n Bookingskalender oder Ähnliches nachweisen. Die Zeit zählt auch wirklich für die Zeit der Aufwendung, ne? Also, für den Zeit darf ich die Abschreibung fiktiv berechnen, für die Zeit darf ich, wenn ich's fremdfinanziere, Finanzierungskosten ansetzen, anteilig Grundsteuern im jeweiligen Land, Reinigungskosten und, was halt alles in so 'ne Immobilie ranfällt. Das heißt, wenn ich 120 Tage die Vermietungsmöglichkeit habe und vermiete beispielsweise aber nur 30 Tage, weil's vielleicht nicht die schönste Zeit in der Saison ist, dann muss ich mir eigentlich nur anschauen, bin ich in der Lage, mit diesen 30 Tagen, mit den Mieteinnahmen, die Kosten für die kompletten 120 Tage zu decken. Wo dann halt auch mal, ne, und grade wenn wir aus Deutschland reden, ne, ich fliege mal nach Sansibar, da habe ich hin und zurück vielleicht auch mal 2.000, 2.500 € Flugkosten, ne, die ja auch als Werbungskosten da mit reinziehen, wenn ich bei der Immobilie nach dem Rechten schaue. Reichen diese 30 Tage aus, die Mieteinnahmen, um für die 120 Tage, wo die Immobilie potenziell zur Verfügung steht, die Kosten zu decken? Und wenn ich das verneine, ne, was halt durch Flugkosten und so weiter relativ wahrscheinlich ist, dann habe ich keine Gewinnerzielungsabsicht, ne, weil ich mehr Aufwendungen habe, Mhm. als ich tatsächlich an Einnahmen generiere und damit löse ich keinen Steuertatbestand aus. Also, um deine Frage zu beantworten, wenn die Mieteinnahmen höher sind als die Aufwendungen, die ich damit im Zusammenhang habe, löse ich dann sofort
'ne Steuer aus. Und das darf aber auch gerne 'n Zeitraum, ne, Totalüberschussprognose bis zu 30 Jahren sein. Heißt, wenn ich in der Bauphase sage: „Na ja, ich möchte da schon mal nach dem Rechten gucken“, dann wird die Küche eingebaut. Dann muss ich vielleicht dabei sein, wenn, das Fundament gegossen ist, dass ich mir das anschaue, ne, wenn der Rohbau steht und, weil, typischerweise kaufen eure Kunden ja, off-plan, ne, also kaufen dann vor der Bauphase und begleiten die Bauphase. Dann kann mitunter auch sein, dass da 20, 30.000 € vielleicht, wenn man's sehr intensiv betreut, ne, schon Verluste entstehen. Und die gilt es ja dann erst mal über die nächsten Jahre auszugleichen. Wenn diese Totalüberschussprognose negativ ist, dann löse ich keinen Steuertatbestand in Deutschland aus. Okay. Jetzt noch mal waschen, schneiden, föhnen Ja, zusammenfassen. gerne. Nehmen wir jetzt mal an, jemand kauft jetzt machen wir 'n ganz einfaches Rechenbeispiel. Jemand kauft jetzt für so 'n typisch zum Beispiel im Sool in der Soolanlage Fumbertown für 100.000 € 'n Apartment. Mit diesem Apartment könnte er in der Kurzzeitvermietung zwischen 10 und 15% Rendite erzielen, ne? Das ist momentan so die Möglichkeit, die es da gibt. Er bekommt das in dem Fall Sool ist er jetzt in 6 Monaten werden die ersten Wohnungen übergeben. Nehmen wir mal an, könnte nächstes Jahr jetzt im 2026 schon erste Mieteinnahmen realisieren. Nehmen wir den Fall, er hat also jetzt 100.000 € bezahlt für die Wohnung und er hat jetzt 5.000 € Mieteinnahmen zum Beispiel, nächstes Jahr schon. Und er hat nächstes Jahr 5.000 € Reisekosten. So, was passiert jetzt? Du bist jetzt der Steuerberater am Jahresende. Also, ich habe jetzt hier Mieteinnahmen, von 5.000 € und ich habe 5.000 € von mir aus Reisekosten. Was machst du jetzt als Steuerberater? Wenn wir mal den Fall jetzt so unterstellen, wir haben jetzt mal keine Eigennutzung, ne? Ich habe dich grad so verstanden, dass zur Vermietung erst mal, steht. Dann wäre es ja grundsätzlich erst mal so, die also grundsätzlich, wenn ich 'n Kaufpreis an der Immobilie habe, muss ich den Ja, aber aufteilen. korrigieren wir mal, 1 Monat war ich selbst dort. Okay. Ist Und immer schön, immer wenn der Fall sich dynamisch entwickelt. genau. Okay, aber So. kein Problem. So ist ja die Praxis auch mit dem Mandanten. Grundsätzlich ist ja so, dass ich die 100.000 $ ja aufteilen muss auf Grund und Boden und Gebäude. Das muss ich in dem Fall ja nicht, weil das Gebäude ja über Lendlease läuft. Das heißt, die 100.000 € in dem Fall entfallen tatsächlich aufs Gebäude. Heißt, hier greifen grundsätzlich auch die deutschen Vorschriften zur Abschreibung, ne? Es wird neu gebaut, das heißt, aktuell sind wir bei 3%. Mhm. Wichtiger Hinweis, ne, weil ja auch viel bei YouTube, Videos grade drin sind, degressive Abschreibung, Sonderabschreibung und, was es grade an tollen Möglichkeiten gibt, greift nicht für Tansania, weil der 7b, die Sonderabschreibung, nur, im EU-Raum greift und die degressive nur EU und ich meine EDR, ne? Haben wir beides nicht. Das heißt, wir hätten klassisch 3% Abschreibung. Sind 26 da, 100.000 $, lässt sich einfach rechnen, 3.000 € abschreiben. Dann hatten wir 5.000 € an Reisekosten, Unterhaltskosten und so weiter. Das heißt, wir haben 8.000 € Kosten. Und jetzt kommt die Besonderheit, dadurch, dass du gesagt hast, 1 Monat nutzt du die Immobilie selbst, müsste ich diese Kosten, die mir entstanden sind, jetzt mal 11/12 rechnen. Mhm. 8, 11/12 kriege ich jetzt im Kopf so schnell nicht hin, aber, dürften irgendwas um die 7.000 und 'n bisschen sein, was ich an Aufwendung hätte und hätte nur 5.000 € an Mieteinnahmen. Das heißt, ich würde tatsächlich in dem Jahr 'n Verlust erzielen. Und damit würde schon mal das Finanzamt sagen, das spricht für 'ne Liebhaberei. Mhm. So, und damit müsste ich so 'ne Steuer nicht ansetzen. Und spannender wird der Prozess ja, auch wenn es schwierig ist, Immobilien jetzt im Ausland direkt zu finanzieren, ne? Also, es wird schwierig für 'n Deutschen halt 'ne Immobilie, mit der Sicherheit der ausländischen Immobilie zu finanzieren. Was aber durchaus möglich ist, dass wenn ich zum Beispiel 'ne deutsche Immobilie habe, diese beleihe, mir darauf halt 'n Darlehen hole Mhm. und mit dem Kaufpreis dann tatsächlich die Immobilie in Sansibar bezahle, dann ist auch 'ne unmittelbare Verknüpfung gegeben zwischen der Kreditaufnahme und der Bezahlung des Objektes in Sansibar. Dann dürfte ich auch die Schuldzinsen geltend machen. Also, nehmen wir mal an, der würde sogar noch das war jetzt in deinem Beispiel nicht, aber ich will nur sagen, an wie viel Kosten man ruhig denken darf. Könnte ich jetzt Folgendes machen, das ist nämlich auch noch mal 'ne spannende Sache. Nehmen wir mal an, ein Ehepaar kauft, da könnte doch der Mann sagen: „Ich leihe mir das Geld jetzt bei meiner Frau.“ Genau, also wenn das Ehepaar kaufen würde, würde das nur zu 50% gehen, weil, in Deutschland es verboten ist, quasi mit sich selbst Kreditgeschäfte zu machen. Also, faktisch gesehen würde die Frau ihr Geld selbst bezahlen, der Mann würde sich's leihen. Aber wenn man nicht den Fall kurz abwandelt Der Mann sagt: „Ich kaufe jetzt und meine Genau. Frau leiht das Geld.“ Das würde ja funktionieren. Das sind noch mal Kosten. Das wird dann meine Frau eigentlich ja auch die, marktüblichen Zinsen berechnen beispielsweise. Bitte keine Wucherzinsen, ne, also bitte keine 12, 13, 14%. Mhm. Aber im Bereich 7, 8% sehe ich das tatsächlich, je nachdem, was der Mann an Sicherheiten mitbringt. Warum? Weil den klassischen Immobilienkredit kann ich ja nicht nehmen, weil da hat die Bank immer 'ne Grundschuld zur Bewertung. Und wenn der Mann eben nicht das Einfamilienhaus zur Beleihung nimmt, sondern halt sagt: „Mensch,
ich nehme die 100.000 als reinen Konsumkredit, dann ist der Zinssatz ja auch deutlich höher als 'ne Immobilienfinanzierung. Also 7, 8% würde ich derzeit halt tatsächlich als Ja. fremdüblich und konform ansehen. Und das wären halt noch mal, wenn man's wieder auf unseren Fall bezieht, 7.000 bis 8.000 € oder Dollar, je nachdem, was man nehmen würde, an, Zinsaufwendungen, die ich wieder zu 11/12, ne, weil einen Monat Privatnutzung, immer wichtig, dass ich's aufteile, tatsächlich zur Verfügung stellen würde. Und damit komme ich in den meisten Fällen, ne, auch wenn sich's renditetechnisch mit 10 bis 15% geldmäßig rechnet, ne? Aber wenn ich das quasi dort mit einberechne, komme ich, steuerlich sehr, sehr schnell in die Verlustzone und damit auch in die Liebhaberei. Und das führt eben genau dazu, dass ich die Einkünfte als auch die ganzen Bemessungsgrundlagen gegenüber dem Finanzamt nicht mal angeben muss. Und das ist jetzt aber meine Frage noch mal, lieber Ronny. Und zwar, wer kann denn die Entscheidung treffen, dass ich die Einkünfte nicht angeben muss? Also, triffst du die als mein Steuerberater, wenn ich jetzt in Deutschland wohne, dann sage ich: „Komm jetzt lieber Ronny, du bist mein Steuerberater, guck mal, hier sind meine ganzen Einkünfte, hier sind meine ganzen Ausgaben." Und du würdest jetzt sagen: „Lieber Mandant, ich habe mir das mal angeschaut, du hast mir ja Einkünfte aus deiner Immobilie in Sansibar oder Dubai oder in Georgien, wie auch immer, genannt. Und ich habe auch deine Kosten gesehen. Wir müssen diese Einnahmen und sowohl auch dafür aber auch die Kosten, müssen wir nicht deklarieren in deiner Steuererklärung." Ist das so? Genau, das wäre die Möglichkeit. Das ist eine der Möglichkeiten, dass man 'n Steuerberater in Anspruch nimmt, sich das vom Steuerberater dann auch nur bescheinigen lässt, ne? Ich würde natürlich den Mandanten bitten, mir einmal die voraussichtlichen Mieteinnahmen aufzudröseln, die voraussichtlichen Kosten aufzudröseln. Sollten wir dann auf 'n gemeinsames Minus kommen, dann wäre auch dort ist kein Problem, dort zu schreiben: „Lieber Mandant, ich sehe hier keine Einkunftserzielungsabsicht, ne? Dementsprechend ist es kein Fall, der in die Vermietung, Verpachtung fällt. Du musst es gegenüber dem Finanzamt nicht angeben." Wichtig ist aber immer nur der Hinweis, sollte sich daran etwas ändern, ne, weil Mhm. zum Beispiel die Schuldzinsen wegfallen, weil die Reisekosten nicht da sind, weil die Mieten vielleicht extrem steigen, ne? Wir alle hoffen ja auch auf 'ne tolle Wertentwicklung dort in FUMA, was natürlich Immobilienpreise als auch Mieten machen. Dann kann sich das tatsächlich auch ändern. Das heißt, ich sollte in 'nem regelmäßigen Abstand alle 3 Jahre, alle 5 Jahre mir das zumindest mal anschauen und überprüfen, ob ich denn noch in der Totalüberschussprognose im Minus bin. So, jetzt noch mal 'ne andere Frage, und zwar, kann man denn eigentlich das, Finanzamt, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig dazu provozieren, dass das Finanzamt sagt: „Dein Objekt ist eine Liebhaberei." Das heißt, dass ich das erst mal versuche, von mir aus 'n Minus da in meine Steuererklärung reinzubringen und dann das Finanzamt sagt legt das jetzt fest, sagt: „Wir akzeptieren das, nicht als 'n Investobjekt." Und wie sieht's dann aus für die nächsten Jahre in dem Fall? Also, da muss man nicht mal provozieren, sondern das ist 'n mehr oder weniger 'n Automatismus. Also, wenn ich 'n Objekt habe, was Verluste erzielt, dann werde ich in der Regel einen Steuerbescheid bekommen, der 'n Vorläufigkeitsvermerk hat. Das heißt, das Finanzamt stellt fest und sagt: „Lieber Steuerpflichtige, du hast uns hier die Einkünfte erklärt nach § 21, also Vermietung, Verpachtung. Die sind negativ. Wir bescheinigen dir das erst mal", ne, weil ein Verlust sorgt ja auch dafür, dass ich in meinen übrigen Einkünften typischerweise als Selbstständiger, als Angestellter, als Gewerbetreibender weniger Steuern bezahle. So, und das möchte natürlich die Finanzverwaltung nicht. Das heißt, die erkennen das erst mal an, machen aber den Vorläufigkeitsvermerk ran und schauen sich typischerweise über die nächsten Jahre an, wie sich das entwickelt. Und in der Regel ist es so, dass nach 3 Jahren, spätestens nach 5 Jahren, wenn dauerhaft Verluste da sind, das Finanzamt von sich aus schon kommt und sagt: „Wir sehen hier 'ne Liebhaberei." Das Finanzamt muss das auch gar nicht belegen, sondern das Finanzamt darf erst mal von sich aus ohne weitere Beweise sagen: „Hier liegt 'ne Liebhaberei vor." Denn die Beweislast trägt der Steuerpflichtige. Das ist immer 'n sehr, sehr spannender Fakt. Wir haben das ja das Gleiche mit deutschen Immobilien. Wir erinnern uns, ne, die Immobilienpreise Ende der 2010er, ne, 2020 noch sehr, sehr hoch, zu Corona-Zeiten auch noch. Die Ferienhäuser an der Ostsee, die sehr, sehr beliebt sind, ne, die einfach aufgrund der hohen Anschaffungspreise, der Abschreibung als auch der Finanzierungskosten sehr, sehr häufig negativ, laufen, wo Mandanten dann sagen: „Mensch, was mache ich 'n jetzt? Das Finanzamt schmeißt mir diese Immobilie jetzt hier raus." Wo ich sage: „Mensch, wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen diese Totalüberschussprognose und wir belegen dem Finanzamt, dass wir über 'ne längere Frist ins Positive kommen, weil beispielsweise die Schuldzinsen immer kleiner werden, ne, und dadurch der Gewinn steigt. Oder, lieber Mandant, wir akzeptieren das vom Finanzamt." Dann ist es typischerweise so, dass ich immer das Finanzamt noch mal dort auffordere und sage: „Okay, liebes Finanzamt, wir haben verstanden, ihr seht's als Liebhaberei. Bitte bestätigt uns das noch mal, weil wir werden in zukünftigen Jahren diese Einkünfte nicht mehr angeben." Punkt. Und wenn ich an dem Grundgeschäftsmodell nichts ändere, dann ist es auch fein. Ich darf natürlich jetzt nicht anfangen, Riesenwerbung zu machen, die Vermietungszeiten hochzufahren, die Mieten zu verdreifachen und. Ja, also da warne ich auch vor, dass man jetzt nicht sagt: „Mensch, ich fahre das mal runter. Sobald ich den Freifahrtschein vom Finanzamt habe, dann, drehe ich's hoch." Das bitte auch nicht. Aber das ist der typische Weg.
Genau. Also, man kann auch ruhig versuchen, über die Einkommensteuererklärung erst mal die Verluste dort, geltend zu machen. Es wird in der Regel nur zum gleichen Ergebnis führen. Und da ist immer der Punkt, wo ich sage: „Wenn ich doch schon weiß, dass ich Verluste habe, warum soll ich 'n Steuerberater damit beauftragen, die Einkünfte zu ermitteln, den bezahlen?“ Weil unsere Rechnung gibt's natürlich nicht zurück, weil die Arbeit ist ja gemacht, wenn da im Vorhinein feststeht, dass wir dort keine positiven Ergebnisse haben. Spannend. Wo man 'n bisschen aufpassen darf, vielleicht noch mal ganz kurz als kleines Sidekick. Wir haben ja über CRS und, AIA ja Meldepflichten für Auslandsimmobilien, die ja kommen sollen. Das heißt, bitte da auch nicht erschrecken. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass, wenn ich eine Immobilie habe, das Finanzamt vielleicht in 3, 4, 5 Jahren kommt und sagt: „Moment, Sie haben hier 'ne Immobilie im Ausland, was ist denn mit dieser Immobilie?“ Und da ist es schon sehr, sehr gut, wenn man dann sagen kann: „Mensch, liebes Finanzamt, schaut mal hier, es war vor 3 Jahren beim Steuerberater, habe das einmal prüfen lassen, habe dort 'n Schreiben bekommen, das ist Liebhaberei, weil es sich nicht rechnet“, und dann einreicht, dann dürfte man in aller Regel Ruhe haben. Dann kann vielleicht noch mal nachgefragt werden: „Mensch, wie ist aktuell die Situation? Hat die sich geändert?“ Das ist aus meiner Sicht der schnellste Weg, um dann für Ruhe zu sorgen, ne? Weil wenn das Finanzamt erst mal auf einen zukommt und sagt: „Mensch, wir haben hier den Verdacht, dass hier Einnahmen nicht erklärt werden“, ist die Position immer nicht die schönere. Das heißt, man darf durchaus auch überlegen, ob man proaktiv aufs Finanzamt zugeht und sagt: „Mensch, ich habe hier 'ne Immobilie gekauft, die nutze ich zum Großteil, privat. Das, was ich vermiete, ich habe es mal durchgerechnet, rechnet sich nicht. Ich würde es nicht erklären, das ist Liebhaberei.“ So was würdest du jetzt zum Beispiel auch für deine Mandanten machen, oder? Wenn jetzt jemand bei dir Mandant ist, würdest du sagen: „Komm, das ist jetzt dein Immobilienobjekt, lass uns mal sozusagen so 'n Schreiben machen. Wir schicken das dahin und versuchen halt“, das meine ich von mit provozieren, also sollen wir den Prozess beschleunigen, dass das Finanzamt eben die Entscheidung trifft, dass das 'ne Liebhaberei ist, ne? Ja, die treffen ja per Interessant. se keine Entscheidung, ne? Die sind ja per se daran gebunden. Also, das Gesetz sagt ja, liegt keine Einkommenserzielungsabsicht vor, ist es kein steuerbarer Tatbestand. So, und wenn ich dem Finanzamt 'ne Prognose gebe, die negativ ist, dann haben die überhaupt keinen Ermessensspielraum. Die können gar nicht sagen: „Na ja, aber geben Sie doch mal an oder melden Sie mal“, sondern es ist per se nicht meldepflichtig. Interessanter Punkt. Jetzt, gibt's ja noch 'ne andere Variante, dass jemand vielleicht, sagt: „Ich möchte gerne, dass der Eigentümer dieser Immobilie so 'ne Stiftung ist.“ So, jetzt haben wir natürlich den Fall, den hatten wir im Vorgespräch schon ganz kurz erwähnt, dass man momentan, das mag in anderen Ländern anders sein, aber in Sansibar/Tansania ist es so, dass ich natürliche Person Eigentümer sein muss, um das Visum, das Golden Visa zu bekommen. Das heißt, dann haben wir den Fall, ich könnte sowohl meine Stiftungsfirma zum Beispiel dort als Eigentümer eintragen, aber mich persönlich zusätzlich als Eigentümer. Das Golden Visum für die Familie zu bekommen. Also 'n klassischer Fall wäre, Eigentümer ist jetzt eine Person aus der Familie, zum Beispiel der Ehemann oder die Ehefrau, dann zusätzlich noch die Stiftung. Und der Ehemann kann dann das Golden Visum für die ganze Familie beantragen. Es muss immer nur einer eingetragen sein, als Eigentümer. Kannst du den Fall noch mal aus steuerlicher Sicht bitte ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern erklären? Also, wird wahrscheinlich in deinem Fall vorhin mit 'ner 100.000er Immobilie relativ schwierig, ne, weil ich brauche ja die 100.000, um dann eben genau das Visa zu bekommen. Aber es gibt ja auch sehr, sehr schöne andere, Objekte dort in Kumba, die preisintensiver sind, aber natürlich auch schöner gelegen und halt auch, ne, bis hin zu schönen Villen. Wobei ganz kurz aus Sicht des, Grundbuchamtes, der ZIPA-Behörde, wenn du 2 Eigentümer einträgst, 'ne Firma und 'ne natürliche Person parallel, sind die beide aus Sicht des Grundbuchamtes beide zu 100% Eigentümer, ne? Das heißt, jeder hat 100%. Das würde also funktionieren. Okay, also das heißt, ich Aber muss jetzt nicht wertmäßig das aufpassen. betrifft jetzt nur das Grundbuchamt, ne? Das heißt, ich muss wertmäßig nicht aufpassen, dass ich auch tatsächlich die 100.000 Kann man machen zahle? kann man machen in Sansibar. Du kannst sagen, es sind nicht beide gleichberechtigte, vollwertige Eigentümer, sondern du kannst sagen 50/50, 90/10, wie auch immer das funktioniert. Das ist im Prinzip genauso, wie wenn du jetzt zum Beispiel 'n Bruder und 'ne Schwester einträgst. Kann man machen, 2 Geschwister, dann hat entweder der Bruder mit seiner ganzen Familie die Möglichkeit, das Golden Visum zu ziehen oder die Schwester, auch bei 100.000. Also, in dem Fall, wenn wir mal von 'ner Stiftung ausgehen, dann müssen wir halt immer gucken, wo sitzt die Stiftung, ne? Wenn's 'ne deutsche Stiftung ist, Mhm. gleiches Thema, ne, unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig, dann hilft das wahrscheinlich wenig. Wenn wir von 'ner Stiftung im Ausland ausgehen, also, nehmen wir mal klassisch die Liechtensteiner Stiftung, ne, also eine Stiftung im EU oder in dem Fall jetzt im EWR-Raum, dann ist es ja tatsächlich so, dass wenn, die Stiftung in Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist, ne, also sprich,
der Stiftungsrat nicht im Inland sitzen, das Vermögen tatsächlich dem Stifter entzogen ist, dass diese Stiftung in Deutschland nicht steuerpflichtig wäre. Dann wäre beispielsweise eine sehr, sehr schöne Kombination, wo man sagen würde: „Okay, wir teilen uns die Immobilie, nehmen wir mal die 100.000 mal ran und sagen wir mal, 2 Monate im Jahr nutze ich das Objekt selbst, 10 Monate im Jahr wird es vermietet.“ So, dann könnte man da beispielsweise einen Gesellschaftsvertrag zwischen der natürlichen Person und der Stiftung regeln, dass man sagt: „Okay, wir teilen uns den Kaufpreis in 2/12 natürliche Personen, 10/12 die Stiftung.“ Und zwar dahingehend, dass die natürliche Person diese 2/12 bezahlt, um die Immobilie selbst zu nutzen. So, das heißt, nehmen wir mal als Beispiel, ich würde es so tun: Ich zahle nur für meine ausschließlich private Nutzung. Ich habe also keine Einnahmen, die ich erziele. Keine Einnahmenerzielungsabsicht, da komme ich überhaupt nicht in den Fokus der Finanzverwaltung. Es kann trotzdem sein, dass die mal nachfragen und sagen: „Mensch, Sie haben da so eine Beteiligung an 'ner Auslandsimmobilie, was ist denn damit?“ Und sagen: „Ja, ich vermiete die nicht, ich erziele keine Mieteinnahmen, ausschließlich Eigennutzung“, ist das Thema erledigt. Und die anderen 10/12, die quasi die Stiftung zahlt, das wäre dann der entgeltliche Vermietungsanteil. Das heißt, die Stiftung würde die Mieteinnahmen generieren, die wären dann in Sansibar, also in Tansania, ja, gehört ja dazu, steuerpflichtig, auch mit den jeweiligen 10%. Und die Einkünfte werden aber nicht mehr in Liechtenstein in der Stiftung noch mal steuerpflichtig, ne? Und somit hätte ich eigentlich das perfekte Modell, um Auslandseinkünfte steueroptimiert in die Stiftung reinzubekommen und sie nur mit 10% dann zu besteuern. Die Frage ist halt immer, lohnt sich bei einer Immobilie 'ne Liechtensteiner Stiftung? Das darf man auch mal diskutieren. Aber typischerweise haben wir ja Investoren, die auch in anderen Ländern Immobilien haben, oder habe ich ja bei euch auch schon gesehen, dann werden noch mal 3, 4 Immobilien gekauft. Da kann sich so 'n Konstrukt durchaus lohnen, weil ich's dann tatsächlich auch rechtlich sauber dem deutschen Fiskus 'ne Besteuerung entziehe. Würde sowas jetzt aber auch mit zum Beispiel einem Schweizer Verein funktionieren? Schweizer Verein, also grundsätzlich müssen wir mal gucken, wie's im Außensteuergesetz geregelt ist, ne? Und da haben wir ja, also bleiben wir mal bei dem Thema vielleicht Stiftungen in dem Bereich, ne? Da gibt's ja auch Stiftungen in anderen Ländern, und da ist zum Beispiel 'n Problem in 15 Absatz 1 AStG, dass die Familienstiftung grundsätzlich immer dem Stifter zugeordnet wird, dem Begünstigten, anteilig, ne? Habe ich 3 Begünstigte, wird jedem 1/3 zugerechnet. Die Rückausnahmeklausel greift halt nur, wenn ich dort eine Stiftung habe, die im EU-Ausland oder im EWR-Ausland, ne, Schweiz ist Mhm. ja weder EU noch EWR, greifen würde. Von der Sache her hätten wir zumindestens, wenn der Schweizer Verein den Begünstigten, dafür bin ich jetzt zu wenig im Schweizer Verein drin, muss ich fairerweise sagen, aber wenn der Begünstigte deutscher Staatsbürger wäre, könnte das quasi tatsächlich 'n Durchbruch da. Spannend, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, es ist halt wie immer, ne, es kommt drauf an, das ist immer 'ne Einzelfallbetrachtung, und was lohnt sich vor allen Dingen, wie sieht halt auch schon die Struktur aus, die der Mandant mitbringt. Also, wenn's halt 'ne Stiftung gibt, sieht das anders aus, als wenn jemand sagt: „Ich habe 'ne Ferienimmobilie“, Mhm. und das, denke ich mal, euer klassischer Fall. Na ja, paar Monate kann ich die mal vermieten, dann kann man da durchaus Klasse. ja, 'ne Quersubventionierung der Immobilie erreichen. Also, es ist ein spannendes Thema, es ist auch 'n bisschen komplex. Und wenn jetzt einer unserer Mandanten noch mal 'ne Frage hat und mit dir über das Thema sprechen will, wie erreicht er dich am besten? Ja, entweder bei uns direkt über die Webseite, www.taxvantage.de. Dort gibt's 'ne Möglichkeit, Termin vereinbaren, oder ja, man sieht's ja, ich bin auch nicht Anzug, Schlips, Krawatte, der typische Steuerberater, also gerne auch bei LinkedIn vernetzen, mal anschreiben, und dann, glaube ich, kann man sich da sehr, sehr gut einmal dazu austauschen. Aber wie gesagt, es ist halt am Ende immer 'ne Individualberatung. Das zeichnet uns halt als Kanzlei auch aus, ne? Wir sind jetzt nicht diejenigen, die die großen Seminare machen und sagen: „So und so kann's funktionieren“, und lassen den Kunden dann damit alleine, sondern im Idealfall ist es so, dass wir 'ne maßgeschneiderte Lösung fertigen und sagen: „Okay, gucken wir uns mal die Gesamtsituation an, ne? Was gibt's vielleicht an Strukturen, was können wir nutzen? Was macht auch kostenaufwandstechnischen Sinn?“ Deswegen meinte ich vorhin, wenn einer jetzt 'ne $100.000 Immobilie in Fumbertown kauft, dann wird der Sinn und Zweck 'ner Liechtensteiner Stiftung nicht im Verhältnis zu den Aufwendungen Absolut, stehen. ja. Und das ist schon spannend, finde ich. Da Ja, stimme ich dir zu. ja. Dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, Ronny. Ich freue mich, dich bald mal wiederzusehen, sei es in Fumbertown, Georgien, Serbien, Dubai, wo auch immer. Gibt's ja immer wieder Möglichkeiten, oder Zürich. Auf alle Fälle vielen herzlichen Dank für deine Auskünfte heute für unsere Mandanten. Bleib Ja, fröhlich. sehr gern. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei. Lieber Zuschauer, Zuhörer, heute kommt ein ganz langweiliges Video. Nee, nee. Sehr gut. Das Schöne am Riverside ist, ich kann hier nachher auf 'ne Taste drücken und kann dir Hasenohren wachsen lassen. Sehr gut. Ne, ne, meine natürlich nicht. Ich meine, ich kann auf 'ne Taste drücken und dann klingt die Tonqualität richtig gut. Verspreche dir, ich lasse dir keine Hasenohren wachsen. Also,